Ich grüße euch, schön, dass ihr zuschaut. Jetzt gibt es noch was anderes von mir, so eine Art Tutorial, aber auch nicht wirklich. Also nicht so musst du das machen, sondern so habe ich das gemacht. Ich repariere einen Kopfplattenbruch von einer alten Vintage ES330 TD, die schon zweimal gebrochen wurde, wo sich zwei schon dran versucht haben. Und ja, schaut es euch an. So, was ihr jetzt hier seht, ich beseitige die Kampfspuren meiner Vorgänger. Die Gitarre wurde schon zweimal versucht zu reparieren, war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hole jetzt gerade diese Kopf- oder Trussrod-Nut-Unterlegscheibe raus. Hier säuber ich. Unterm Sattel war auch ein Furnierchen eingeklebt. Das gehört da auch nicht hin. Das macht einen toten Sound. Da muss ein Knochensattel rein, den ich auch noch anfertigen werde. Ja. Und mit Schnitzern und allen möglichen Werkzeug versuche ich jetzt so viel möglich von dem alten Leim runterzukratzen. Ja. Was ich jetzt hier benutze, ist Fischleim. Der ist relativ dankbar, weil er eine lange offene Standzeit hat und der verbindet sich ganz gut mit allen anderen Leimen. Ja. Kommt aus dem Musikinstrumentenbau und ist da sehr beliebt. Ich fixiere damit eigentlich nur die Kopfplatte, um dann halt vernünftig diesen Kanal von hinten rein zu fräsen, den ihr jetzt gleich sehen werdet. Ja. Das ist jetzt quasi der Überschuss, der rausgedrückt wurde am Trussrod-Cover-Ausgang vor dem Gewinde. Und was ihr jetzt hier seht, ist, wie ich den Hals mittig platziere in mein extra dafür gebautes Jig. Hier wird die Kopfplatte fixiert, weil da darf sich nichts bewegen. Wenn sich da was bewegt, dann hast du echt ein Problem. Das sind Instrumente, die mehrere tausend Euro Wert haben und da sollte man gucken, dass das alles passt. Jetzt läuft die Fräse ganz mittig. Ich fräse ganz vorsichtig, wirklich Zehntel für Zehntel das Holz runter bis zum Halsstab. Diese leichte Treppenstruktur resultiert daraus, dass der Halsstab ja gebogen eingesetzt ist und den Rest mache ich mit der Hand. Dann messe ich das ganz genau aus und baue aus einem Stück Original Mahagoni das sogenannte Inlay oder den Spline. In stehenden Jahren, weil die natürlich auch am stabilsten sind, das muss auch ganz akkurat passen. Also darf auch nicht zu eng sein, wenn man den dann mit Gewalt da reindrückt, dann kann es passieren, dass die Kopfplatte wieder aufknickt. Das wollen wir ja nicht. Ja. Leime ich auch mit Fischleim ein. Ja. Das muss dann halt 48 Stunden lang trocknen. Ja. Wenn das dann alles getrocknet ist, arbeite ich das bei mit Schnitzern. Kommt immer darauf an, was für ein Shape erforderlich ist. Manchmal mit sogenannten Scrapern oder Zieglingen, wie man bei uns sagt. Das ist eigentlich immer ein schöner Job, der macht Spaß, ja, und das Werkzeug sollte scharf sein und dann hat man noch viel mehr Freude dran, dann robbt das auch nicht so, ja. Das ist eine Sache, da ist man auch mal 1 bis 2 Stunden mit beschäftigt, bis das alles sitzt, ja, weil gehst du zu tief rein, hast du verloren, dann kannst du das alles nochmal machen, weil du ja keine Welle im Hals haben, ja. Da muss man sich wirklich rantasten und wenn man gerade nicht den Nerv da hört, dann macht man lieber was anderes, ja. Wenn das dann alles verleimt und getrocknet ist, baue ich das alte Hardware-Teil wieder drauf, also die Unterlegscheibe für die Mutter. Das wird auch schön gefettet, damit die nicht festrostet. Gibt nichts Schlimmeres als einen gerissenen Halsstab. Wie ihr gesehen habt, neuer Knochensattel ist drin. Jetzt habe ich alles beigearbeitet und die letzte Finesse, die spürst du, die siehst du nicht, die kannst du auch nicht messen, das hast du in den Fingern. Die Übergänge müssen so sein, dass du diesen natürlich optisch brutalst sichtbaren Spline eigentlich nicht mehr fühlst. Ja? Und ich versiegel das mit Shellac, einfach nur aus dem Grund, dass da keine Feuchtigkeit eindringen kann oder irgendwie Schmutz. Ja? Man könnte das jetzt noch lackieren und eine Lackretusche machen, ist aber eigentlich für die Bespielbarkeit nicht unbedingt nötig. Ja? So, ich hoffe, das war interessant für euch, war ziemlich kompakt und knackig und das ist eine Reparatur, die zieht sich über 2-3 Tage hin, ja, mit Pausen natürlich und ist relativ aufwendig, traut sich auch nicht jetzt unbedingt jeder ran. Aber ich wollte mal einen kurzen Einblick über so einen tricky Job, was so ein Gitarrenbauer macht und was man sich darüber überlegen muss, damit man das überhaupt ausführen kann, weil da kannst du nicht mit der Hand diesen Kanal, unmöglich, weil da die ganzen Radien sind. Deswegen musste ich extra dieses Jig bauen, was ich natürlich für andere Reparaturen verwenden kann. Aber manchmal ist das Ziel dann halt irgendwie schon über mehrere Umwege letztendlich zu erreichen. Ja. Mir macht das Spaß, ich liebe die Herausforderung und tricky ist cool, das mag ich gern. Bis zum nächsten Mal.